Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Wir haben ja letztes Mal hier auf dem Main Stufe 770 erreicht und da hat sich dann bei mir auch so die Frage gestellt, okay, es sind in Anführungszeichen nur noch 30 Level, die wir hier erreichen müssen. Allerdings dauert das Ganze natürlich auf dem Niveau schon ein wenig länger und ja, da hatte ich mir mal ein Tool zur Hilfe geholt, was wir schon vor langer Zeit mal im Video erwähnt bzw. gezeigt hatten, und zwar der SF-Simulator, der einem so ein bisschen ausrechnet, in wie vielen Tagen oder bis zu ja, wie viele Tage man braucht, um das Level zu erreichen oder welches Level man erreicht hat in so und so vielen Tagen oder Goldeinkommen, ne, wie sehen meine Statpunkte in einem Jahr aus etc. pp. Das kann man hier alles simulieren. Das Ganze läuft über die Basis von SF-Tools. Das heißt, man hat hier quasi oben so einen Endpoint und hier kann man seinen Char einlesen. Und das habe ich schon gemacht. Und ja, die Daten sind hier soweit alle übernommen. Und jetzt kann man quasi hier oben einlesen, until 1 days, ja, also was morgen quasi ist in einem Tag. Man kann aber auch nach Level gehen. Dann könnte man hier zum Beispiel sagen, okay, sagen wir mal, wir simulieren bis Level 800. Das ist ja jetzt auch unser Ziel. So, ne? Oder man kann halt eben die Basispunkte eintragen, bis wann man welches Ziel erreicht haben will. Also danach kann man hier sortieren. Da muss man nur noch ein paar Punkte ja, gucken, beziehungsweise abgleichen, ob das soweit alles stimmt. Wir haben hier soweit alles eingetragen. Das ist auch alles soweit ja, aktuell. Gildenhydra, weiß ich nicht, warum er die auf 19 hat, ist auf 20. So, dann haben wir das hier schon mal soweit drin. Bei den Bonuses, da passt soweit auch alles. Ja, da haben wir auch Gold Scroll, Experience Scroll haben wir alles am Start. Den Playstyle kann man hier auch auswählen. Ja, hier kann man dann zum Beispiel auch aussuchen, okay, bin ich Free-to-Play, spiele ich nur 120 Alu, spiele ich 320 Alu, so die ganzen Sachen. Wie ist da mein Average an Kisten, die ich bekomme? Wie ist mein Average an den Star-Bonus, so, ne, den man bekommt? Das passt eigentlich soweit auch alles. Ich weiß jetzt nicht, wo er hier den Durchschnitt gemessen hat. Hours of Guard schludere ich manchmal ein bisschen rum, habe ich nicht irgendwie 23 Stunden Progress am Tag, das ist ein bisschen weniger, aber wir lassen es jetzt mal einfach so, wir achten auch sowieso jetzt nicht so auf die Stats, sondern eher auf das, wann wir halt eben Stufe 800 erreichen, in wie vielen Tagen. Dann kann man hier aussuchen, skippt man den Kalender, macht man Kalender-Skip-Taktik, ich persönlich mache das nicht, deswegen muss der Haken hier raus. Ja, Weekly Tasks und Drink Weekly Task Beer, das machen wir natürlich. Ansonsten bei der Festung ist soweit hier auch alles, Festung, Unterwelt, alles maximiert soweit, das passt. Und hier können wir noch die Dungeons so ein bisschen mit einberechnen. Genau, und was hier alles so passt. Also wir machen auf jeden Fall auch Dungeons. Ja, mal gucken. Dungeon Pause machen wir jetzt nicht mehr großartig. Aura passt soweit. Jo, ich glaube, das sollte soweit alles easy sein. So, dann haben wir hier noch einmal die Pets. Aber auch hier ist das jetzt für unsere Berechnung nicht weiter ausschlaggebend. Und wenn wir jetzt auf Simulate gehen, dann spuckt er uns quasi die Ergebnisse aus, bis wann wir hier die Stufe erreicht haben. Und wenn wir jetzt hier einmal gucken, before sind wir hier auf 770 und after dann auf 800, würde uns quasi noch diese Tage hier kosten, beziehungsweise bis zum 28.02.2027 würde ich hier quasi Stufe 800 erreichen. Ja, bis dahin wird es noch gehen. Man muss natürlich jetzt gucken, was hat er hier alles eingerechnet an Dungeons, so, ne? Man weiß ja auch noch nicht, was alles noch passiert und deswegen kann man das natürlich jetzt so hundertprozentig nicht übereinstimmen. Was zum Beispiel sehr interessant ist zum Vergleich, wenn man jetzt hier den Kalender skippen würde, wie viele Tage wir uns jetzt hier sparen würden, ist ganz interessant. Also ohne Kalenderskip wäre es der 28.02.27 und mit dem Kalenderskip würden wir hier auf, schauen wir mal, 28. auf den 18.02.27 kommen. Also wir hätten uns einen halben Monat circa gespart, wenn wir jetzt hier halt eben die ganze Zeit mit Kalenderskip spielen würden. So, ne? Ist natürlich jetzt für 30 Level eine relativ lange Zeit, aber ja, ich meine, man kriegt ja halt auch nicht mehr so viel XP und was man halt eben bekommt, beziehungsweise wo hier halt der größte Anteil mit drinne ist, das kann man sich hier in den Charts nochmal ganz gut anschauen.
Hier haben wir einmal dann die Experience und einmal die Base Stats, die man dazu gewinnt und wie und woher man die auch bekommt. Ja, wir haben hier quasi eine Total an 45 Milliarden XP, die wir bis dahin dann gemacht haben. Und hier sieht man halt eben ganz gut, okay, woraus setzt sich das zusammen? Das meiste kommt halt eben aus dem Kalender. Ist ja auch ganz logisch, weil dort kriegen wir alle 20 Tage ein Level up. Das sind 1,5 Milliarden XP. Da kriegen wir am meisten Erfahrung draus. Ja, ansonsten am zweitmeisten bekommen wir aus den Daily Task. Ne? Das ist noch relativ wichtig. Also quasi die Aufgaben, die wir hier immer täglich abholen. Das ist so das, wo man hier noch im Late Game mit am meisten XP bekommt, abgesehen von Kalender jetzt natürlich. Und ja, ansonsten haben wir hier noch Dungeons. Ne? Hier ist auch noch ein bisschen ganz klein Wissen was. Das sind die Weekly Tasks. Ja? Dann haben wir hier Gildenkämpfe. Sollte man auch nicht unterschätzen. Würden wir bis 800 noch 1,5 Milliarden XP rausziehen, wenn wir die regelmäßig machen. Kalender, wie gesagt. Ne? Dann hier das Glücksrad. Da bekommen wir noch 53 Millionen XP raus, also auch noch ein ganz klein bisschen was. Ja, hier kann ich gar nicht drüber hovern so richtig, das ist zu klein hier. Ja, aber ansonsten sieht man auch hier an den Farben halt eben, was man hier wie halt bekommt. So, ne? Daily Task, das sind halt eben, ja, das, was wir eben schon genannt hatten. Arena-Fights kriegen wir eine Mille zusammen und die Expedition kriegen wir auch nochmal 3,2 Milliarden XP, also gar nicht mal so viel. Es sind wirklich die Daily Task, ja, und noch ein bisschen Gildenfights. Dungeons ist noch ein netter Teil, aber ansonsten ist halt wirklich das größte, ja, Kalender-Level-Up auf jeden Fall, was hier am meisten mit ausmacht. Genau, ansonsten beim Gold sieht man halt eben, Expedition macht hier am meisten aus und halt eben die Goldgrube. Das ist ja auch das, was ich euch immer gesagt hatte. Das sind so die Sachen, worauf man auf jeden Fall achten sollte, dass man die so schnell wie möglich durch hat. Ne, dann haben wir hier noch die City Guard, Daily Task. Ne? Hier sind noch Items, sollte man auch nicht unterschätzen. Piekt hier auch ein bisschen hervor. Ne? Also auf jeden Fall da auch immer schön die Items aufbewahren. Level Progress haben wir hier noch. Dann sehen wir hier nämlich nochmal ganz gut hier in einem Chart aufgebildet, wann wir hier wirklich die Stufe 800 erreicht haben. Ne? Und das sieht hier halt auch nach einem regelmäßigen Anstieg aus. Immer mal so ein paar kleine Dungeons zwischendurch. Ansonsten sind halt hier die regelmäßigen Level-Ups, die Kalender-Level-Ups auf jeden Fall. Ne? Beim Gold sieht es natürlich ein bisschen statischer aus, weil wir hier nicht alle 20 Tage so einen Spike drin haben auf jeden Fall. Genau. Ja, hier ist nochmal die Timeline so ein bisschen, das kann man sich auch noch raussuchen. Und ansonsten kann man hier halt mit dem Feature ganz gut viel hin und her spielen so, ne, und sich halt so ein bisschen seinen Playstyle vielleicht zurechtlegen. Kann man hier auch mit dem Bonus noch anpassen, wenn man sagt, okay, man geht hier mehr auf XP, ne, als auf Sterne. Dann kriegt man vielleicht regelmäßiger die 3 Sterne zusammen, als irgendwie nur 2 oder 1 oder so. Ne? Oder, keine Ahnung, man lässt vielleicht zum Beispiel die Dungeons komplett weg, wenn wir sagen, okay, man macht hier gar keine Dungeons, ja, dann können wir auch nochmal simulieren, wann wir das Ganze hier erreichen und dann sehen wir, am 20.03. bekommen wir das Ganze. Ja, wenn wir jetzt keine Dungeons machen, warte mal, war das vorher nicht anders? So, 20.03. Ach nee, das war ja 28.02. Genau. Stimmt, da waren wir Ende Februar würden wir dann quasi 800 erreichen. Ne? Aber wie gesagt, das ist halt eben auch alles noch nicht so in Stein gemeißelt, denn kann natürlich sein, dass zwischendurch auch mal irgendwelche neuen Features, Dungeons rauskommen oder, keine Ahnung, ich mich mit meinem Char so stark verstärke, dass ich mehr Dungeons mache, als hier vielleicht eingeplant sind in die Kalkulation. Aber ansonsten, ja, ich persönlich hatte gedacht, okay, es wird was vielleicht so im Januar werden mit 800. Das war aber von mir nur eine grobe Schätzung. Hatte so geschätzt, so um Neujahr herum, so, dass ich 800 werde. Habe ich mich um circa einen Monat verfehlt auf jeden Fall. Aber ich habe es jetzt nicht großartig durchsimuliert. Ich weiß halt bloß von mir aus ganz grob, dass ich halt eben alle 20 Tage ein Level-Up mache, ne, durch den Kalender und pro Monat ohne den Kalender auch nochmal ein Level-Up machen und dann kann man sich das grob ungefähr zusammenrechnen, was man halt wirklich an XP dann gut geschrieben bekommt. Ne? Holy shit, das ist ein knapper Fight.
Okay, oder auch nicht. Ja, da haben die Crits am Ende gezählt. Da haben die Crits am Ende gefehlt, würde ich sagen. So. Ja, ansonsten, genau, habe ich das Ding mal unten verlinkt, falls ihr selbst damit mal spielen wollt oder mal gucken wollt, okay, wann erreiche ich die und die Stufe oder wann erreiche ich vielleicht, das kann man auch simulieren, wann erreichen wir zum Beispiel eine gewisse Anzahl an Basis-Stat-Punkten oder Total Stats oder sowas, ne? Das ist vielleicht für den einen oder anderen auch noch ganz interessant, der das jetzt nicht hier auf XP münzen möchte, sondern sagt, okay, man kann jetzt zum Beispiel auch sagen, ey, man geht hier jetzt nach Tagen und wenn man jetzt hier sagt 365, ja, dann könnte man jetzt sagen, okay, wo steht mein Char mit der Spielweise hier in genau einem Jahr von heutigen Tag aus, ne? Könnte man halt eben auch machen, ne? Und dann sieht man, jo, das ist halt eben ungefähr der Progress, was wir halt auch brauchten hier für für Stufe 800, ne? Zeigt er hier auch relativ ganz genau an. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, okay, was ist in 1000 Tagen? Ja, ich weiß nicht, ob der so weit hier auch simuliert, aber das sieht ganz gut aus tatsächlich. Ja, okay. Ja, okay, 851. Jo, ja, moin. Kann natürlich auch immer noch ein bisschen abweichen hier, ne? Aber dann sieht man hier auch zum Beispiel auch, was man an XP bekommt. Klar, es flacht natürlich auch immer weiter ab von der XP-Kurve. Versus, ja, laut der Rechnung hier dauert das auf jeden Fall noch. Könnte man jetzt zum Beispiel sagen, okay, was ist in 2000 Tagen? Ja, oder so könnte man jetzt zum Beispiel weiterrechnen, wann erreicht der erste irgendwie Stufe, keine Ahnung, Stufe 1000 oder so. Ne? 924 wäre dann in 2000 Tagen. Okay. Wenn wir jetzt hier auf 3000 Tage erhöhen, welche Stufe haben wir da? Haben wir da schon den ersten 1000er? Knapp. Knapp. Okay, dann machen wir 3500. Oh, okay, wollte ich nicht. 3500. Da sollte auf jeden Fall schon der erste dann Stufe 1000 erreicht haben, ja. Holy shit. Ja. Crazy. Mal gucken, was bis dahin noch so alles passiert in dem Game. Ne? Das kann man natürlich jetzt hier nicht immer alles mit so einrechnen. Ne? Und ich glaube, das wird natürlich auch früher passieren, weil was passiert jetzt hier, wenn wir zum Beispiel den Kalenderskip auf so viele Tage mit einbeziehen würden? Ja, dann wären hier schon Leute wahrscheinlich schon weit... Ah ne, immer noch. Das macht gar nicht so viel aus nachher am Ende des Tages dann. Ne? Aber gut, wie gesagt, ich weiß nicht, wie genau nachher die Berechnung ist. Bei so vielen Tagen kann man das nicht wirklich jetzt hier für bare Münze nehmen, sag ich mal. Ne? Aber trotzdem sehr interessant, damit ein bisschen rumzuspielen. Ansonsten war es das soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.